Hallo ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik und den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien und alles, was uns noch dazu gehört. Und in diesem Fall eben auch die Videos, die Visuals. Ich habe vor 3 Stunden gesehen, Ren hat Episode 2 gedroppt nach einem Jahr und ich habe nicht mehr so viel Plan gehabt, worum es eigentlich geht. Und deswegen habe ich beschlossen, ich mache ein Special und habe gerade eben nochmal Slaughterhouse angeguckt und Episode 1. Also, wenn euch das interessiert, ich verlinke euch das hier, könnt ihr nochmal reingucken. Und ansonsten bin ich jetzt sehr gespannt und sehr freudig darauf zu sehen, was in Episode 2 passiert. Von daher, lasst uns keine Zeit verlieren und los geht's. Die 2 haben wir auch schon in der Episode 1 gesehen. Und da ist die Frau wahrscheinlich. You really got people working, huh? You don't look all that special. Also doch You look immer. weak. Eat. Jesus. You know, it gets a little Ew. lonely in here. No one to talk to. Fuck you. Well, we deal with animals like you all the time. Eat up, princess. What a creep. Wakey, wakey. I got your food. Sure hope this doesn't make you any more sick. Should have brought you some water. You should. So, ich hatte ein paar technische Probleme. Ich musste mein ganzes Rechnersystem, mein Windows nochmal neu starten. Irgendwas hat plötzlich mit den USB-Verbindungen nicht mehr funktioniert, Bluetooth. Und genau, ich musste alles einfach nochmal neu starten. Aber ich werde jetzt nicht nochmal das Video von vorne machen, weil ich möchte schon, dass ihr auch die First Time Watch Reaction sehen könnt. Von daher spule ich jetzt einfach wieder dorthin zurück, wo ich meiner Meinung nach mehr oder weniger aufgehört habe, bevor alles den Bach runterging. Und wir machen jetzt einfach dort weiter. Los geht's. You know you could really hurt someone with this. You should be careful. Ja. Waren das alte Waschmaschinen? Okay. Ist das ein Baby? What the? Okay. Hi everyone, this is your captain speaking. We are experiencing some choppy air and turbulence. The seatbelt sign will be on. Please remain in your seat for your safety. Thank you. What the?
Okay. Okay. Fuck you! Ach, der Office. Ich habe keine Ahnung, was das gerade mit meinen Kopfhörern ist, dass die ganze Zeit sich disconnecten und dann wieder connecten. Ich mache jetzt einfach ohne weiter. Let's go. I really hope you're worth all of this effort. Better be right about you. Okay. Ich habe schon geahnt, dass Ren da ist, aber krass, okay. Das war eine Rettungsaktion für sie. Okay, also. Ich mache hier erstmal das Fenster weg. Ich habe wahrscheinlich nicht alles gecheckt. Und ihr könnt mir wahrscheinlich in den Kommentaren viel, viel mehr erzählen. Aber im ersten Video, Episode 1, konnte man sehen, oder habe ich das so verstanden, dass sie special ist, weil sie dem Virus widersteht, der Angst macht, der quasi sie zu einem wilden Tier wieder macht, der die alten Sachen irgendwie aus dem Stammhirn wieder hochholt und sie zu einem wilden Animal werden lässt oder zu einem funktionierenden Wesen, was einfach nur willenlos im System vor sich hin funktioniert. Vielleicht ist es auch beides. Ich habe es noch nicht so ganz gecheckt. Und genau, und sie widersteht dem und bleibt einfach Mensch. Und deswegen wird sie weggesperrt. Und anscheinend gibt es so eine Art von Rebellion, die unter anderem mit Ren ist oder von Ren vielleicht angeführt wird. Und die haben sie jetzt quasi rausgeholt. Anscheinend, weil sie herausfinden wollen, was ihre genetische Geschichte ist oder wie sie das macht, dass sie dem Virus widersteht. Das wäre jetzt meine Vermutung. So, jetzt hatte ich gerade schon ausgemacht und dann fiel mir ein, ich habe überhaupt gar nichts zu diesen scary Wesen-Szenen gesagt. Aber weil ich war danach so abgelenkt von der Rettungsaktion mit Ren und so. Aber ich wollte das jetzt noch machen, solange es irgendwie halbwegs frisch ist. Diese gehörnten Wesen, ich habe keine Ahnung, wer oder was das ist. Vielleicht war das irgendeine Form von Traumsequenz. Vielleicht stand sie unter Drogen. Vielleicht ist das... der Hund träumt neben mir. Vielleicht ist es ein Einblick in eine andere parallele Welt. Dass sie etwas, so ein bisschen wie in der Matrix, dass sie irgendwas sieht, was andere nicht sehen können, irgendeine Verbindung zu irgendwas hat. Da Ren jetzt immer eher doch ein bisschen systemkritisch unterwegs ist, frage ich mich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ein bisschen hat es mich auch an Pans Labyrinth erinnert. Nicht ganz, ich meine, der hat ja dann eher die Augen in den Händen und so, aber
wie die Wesen sich bewegt haben und geguckt haben. Und dann immer in diesen unterschiedlichen Szenarien und dann immer das Babygeschrei im Hintergrund. Ich habe keine schlaue Theorie. Wahrscheinlich muss ich bei Noxel vorbeischauen, um aufgeklärt zu werden. Ich bin gespannt, was der für eine Theorie hat. Oder einer der anderen coolen Reactors. Aber ja. Abgefahren. Vielleicht stehen die auch für das, was Angst macht, was sich bedrohlich anfühlt. Vielleicht stehen die auch für Wächter, die über die wachen, die im System drin sind und im System irgendwie funktionieren. Weil es sah irgendwie skurril aus, diese Farbexplosion ganz am Anfang ihrer Sequenz mit diesen gehörnten Wesen. Das sah ein bisschen surreal aus. Und dann später bei diesem Flugzeug, das sah irgendwie realistischer aus und gleichzeitig, ja, ich weiß es nicht. Oh, ich würde es so gern durchschauen. Ich bin gespannt. Bitte helft mir. Ich bin ein bisschen lost. Genau. Wie auch immer. Ich hänge das jetzt noch mit hinten dran. Wenn euch meine clueless Reaktion gefallen hat, gebt mir ein Like und abonniert den Kanal. Ihr werdet hier auf jeden Fall mehr von Ren sehen. Wahrscheinlich werde ich demnächst eine Reaktion zu Ren und Token machen. Gerade weil jetzt eben auch Token dieses Vulgar NF gepostet hat. Das werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Und da ein bisschen mit euch durchgehen und das ein bisschen analysieren. Von daher, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, freue ich mich. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns bald wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann.